Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und nachdem wir uns in den letzten beiden Videos die Wegweiser und Helfer und Navigationssystem-Ansagen unserer Seele auf dem Weg in unsere wahre Komfortzone angeschaut haben, nämlich dein Wohlgefühl, deine Wünsche, Impulse, Träume und Visionen, wollen wir uns in diesem Video abschließend noch mit dem letzten Teil von Kapitel 6 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, beschäftigen. Und in diesem letzten Teil des Kapitels geht es darum, wie du dir sicher sein kannst bei deiner Innenschau, wenn du auf deine Impulse, Wünsche und Visionen zu achten gelernt hast, welche davon denn wirklich deine sind. Wir wollen uns anschauen, welche Fragen können wir uns stellen, die uns noch mehr Klarheit über unseren ureigenen Weg geben können und auf welche Zeichen können wir achten, die uns versichern, dass bestimmte Visionen und Wünsche und Impulse wirklich unsere sind und nicht einfach nur von außen, beispielsweise durch gesellschaftliche Konventionen, uns aufoktroyiert worden sind. Das ist wichtig, denn Prioritäten auf dem Weg in dein bestes Leben zu setzen, spart dir viel Energie und ermöglicht dir mehr Effektivität. Unter anderem darum geht es in diesem Video und in dem letzten Teil von Kapitel 6 meines Buches, den wir uns jetzt anschauen wollen. Viel Freude dabei. Deine Wegweiser in Klarheit wahrnehmen. Um deinem wahren Potenzial, der großen Kraft deiner Komfortzone näher zu kommen, ist es also wichtig, deine Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, Träume und Visionen ernst zu nehmen, sie dir genau anzusehen und dir ganz bewusst Zeit zu nehmen, um sie durch bewusste Selbstreflexion zu entdecken, zu erweitern und detailreicher werden zu lassen. Wenn ich mich selbst zwischendurch an dieses geniale, natürlicherweise in uns vorhandene Lebensnavi erinnere und seine Ansagen wahrnehme, bin ich immer von großer Dankbarkeit erfüllt. Denn es ist alles bereits da, was wir brauchen, um den Weg in unsere wahre Komfortzone, unser höchstes Sein zu beschreiten. Der Clou ist aber, wir dürfen eben auch wieder lernen, wirklich darauf zu hören und die Hinweise in Form unserer Gefühle, Wünsche und Visionen ernst zu nehmen und dann auch danach zu handeln. Und ich gebe gerne zu, dieses darauf hören und danach handeln kann manchmal knifflig sein, beziehungsweise ein wenig Übung erfordern. Der Grund dafür ist, dass wir heute leider so sehr daran gewöhnt sind, unsere Träume und Visionen zu ignorieren, unsere Wünsche und Bedürfnisse abzutun und uns nicht wirklich gut oder maximal okay zu fühlen, dass wir das oft einfach als normal hinnehmen. Wir merken dann gar nicht, dass wir uns bereits weit außerhalb unserer wahren Komfortzone befinden und unser Navi uns schon längst mehrfach Anweisungen zugerufen hat wie „Bitte wenden, hier rechts abbiegen. Ich sagte doch rechts abbiegen, warum fährst du noch immer geradeaus?“ Wie ich am Anfang unserer gemeinsamen Reise schon erläutert habe, ist es in unserer arg nach außen orientierten und oft sehr hektischen Zeit ein durchaus weit verbreitetes Phänomen, dass wir diese Ansagen unseres inneren Navis oft sogar jahrelang nicht hören. So nehmen wir unsere Wünsche, Bedürfnisse, Träume und Visionen oft nicht ernst, übergehen sie, Stichwort unwichtig oder unrealistisch, oder können sie erst gar nicht wirklich wahrnehmen. Dabei sind sie es, die uns ganz klar die Beschaffenheit unseres Seelenplans, den Weg in unsere individuelle Komfortzone zeigen könnten. Die Konsequenz davon ist nicht nur verlorene Zeit, die wir in unserer wahren Komfortzone hätten verbringen können. Nein, unser Körper-Geist-Seele-System schickt uns irgendwann auch Navi-Ansagen, die immer lauter und lauter werden und sich schließlich in einer körperlichen und/oder psychischen Erkrankung manifestieren können. Bei vielen Menschen heißt diese Erkrankung heutzutage beispielsweise Krebs. Aber die Varianten sind zahlreich und keine davon ist wirklich angenehm. Was also kannst du tun, um die Ansagen deines brillanten Seelennavis viel früher zu hören und zu befolgen? Ganz einfach.
Fange an, dich selbst wahr und ernst zu nehmen. Selbstbeobachtung und liebevolle Achtsamkeit sind hier die Mittel der Wahl. Diesen Schritt zu dir selbst kannst du nun beispielsweise gehen, indem du dich in die Natur oder an einen vollkommen ruhigen, von Störfrequenzen freien Ort begibst und einmal ganz klar und intensiv nur deine Gedanken und Gefühle beobachtest. Gefällt dir, was du da wahrnimmst? Wenn nicht, wie hättest du es denn stattdessen gerne? Frage dich, wie möchte ich mich denn eigentlich fühlen, wenn alles möglich ist? Und wie oft fühle ich mich bereits so? Und wie oft fühle ich mich anders? Welche inneren Bilder und Visionen bringen mein Herz zum Singen? Was wünsche ich mir von Herzen? Auch die weiter oben bereits vorgeschlagenen Fragen können hier erneut zum Einsatz kommen. Integriere diese Art der Selbstreflexion regelmäßig in deinen Tagesablauf und sei achtsam für die Impulse, die deine Seele dir in Form von Wohlgefühl und Freude oder Unwohlsein und Abneigung schickt. Wenn du magst, kannst du dir auch ein sogenanntes Wunschjournal zulegen, in dem du deine tiefsten Sehnsüchte, Wünsche und Visionen regelmäßig festhältst. Nimm dir immer wieder zwischendurch Zeit, um sie zu reflektieren und zu überprüfen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln. Sei dabei auch achtsam und offen für Veränderungen. Frage dich bei deiner Journaling-Reflexion, was du wirklich willst und warum du es willst. Sei dabei liebevoll und mitfühlend mit dir selbst und verurteile dich keinesfalls für deine Wünsche oder Bedürfnisse, denn sie sind wertvoll. Auch zu diesem Thema möchte ich dir wieder ein Beispiel aus meinem Leben geben. Zu reisen und die Welt zu entdecken war immer ein Bedürfnis von meiner Frau und mir, und wir haben uns dieses so oft es ging erfüllt. Eines Tages aber haben wir wirklich genau hingehört und unsere Reiselust nicht mehr einfach als Bedürfnis nach Urlaub abgetan, sondern es als tieferen Wunsch nach Freiheit erkannt. Wir haben diesen Wunsch dann nicht einfach weggewischt oder ignoriert, sondern ihn als das ernst genommen, was er war: ein Wegweiser unserer Seele auf dem Weg in unsere wahre Komfortzone. Und so haben wir uns gefragt, worauf weist uns dieser Wunsch hin? Welchen authentischen Teil unseres Selbst möchte er zum Klingen und Gedeihen bringen? Die daraus gewonnenen Erkenntnisse haben dann dazu geführt, dass wir unser Haus in Deutschland verkauft haben, ausgewandert und zu Dauerreisenden geworden sind. Wir bezeichnen uns heute als Spiritual Nomads in Anlehnung an den Begriff Digital Nomads und fühlen, dass die Entscheidung, unseren Wunsch nach Freiheit wirklich ernst zu nehmen, eine der besten unseres bisherigen Lebens gewesen ist und wir die Kraft unserer wahren Komfortzone damit entfesselt haben. Die Authentizität deiner Impulse erkennen und fühlen. Wie wir also gesehen haben, sind deine tiefsten Wünsche und Visionen immer eng mit deiner innersten Wahrheit und Seelenessenz verbunden. Manche eher flüchtigen Ideen und scheinbaren Bedürfnisse mögen zwar von äußeren Einflüssen, gesellschaftlichen Normen oder vorübergehenden Emotionen hervorgerufen worden sein und gar nicht wirklich deinem innersten Wesen entspringen. Deine immer wiederkehrenden Wünsche und Bedürfnisse jedoch sind wichtige Wegweiser deiner Seele auf dem Weg in deine wahre Komfortzone. Falls du dir einmal unsicher sein solltest, ob es sich bei einem Wunsch wirklich um deinen handelt oder er nur eine vorübergehende Erscheinung ist, geprägt von Fremdeinflüssen, dann fühle in den Wunsch hinein und frage dich, wie authentisch er ist, wie sehr er aus deinem tiefsten Inneren kommt. Authentische Wünsche fühlen sich stimmig an und sind mit einem wundervollen Gefühl von Bedeutung und Erfüllung verbunden. Geh mit deiner Vorstellung in die erfolgte Erfüllung des Wunsches und achte auf die Reaktion deines Körpers. Wird dein Herz weit, wirst du durchflutet von Endorphinen und einem tiefen Gefühl des Glücks und Wohlbefindens? So kannst du dir sicher sein, dass der Wunsch authentisch, der Impuls wirklich deiner ist. Seine Erfüllung wird dich definitiv näher zu dir selbst und deinem Seelenweg bringen. Spürst du dagegen keine oder eine nur sehr oberflächliche emotionale Reaktion in deinem Körper, wird die Erfüllung des Wunsches wahrscheinlich nicht unbedingt zu deinem Seelenweg beitragen. Das bedeutet keineswegs, dass du ihn dir nicht erfüllen darfst, aber manchmal kann es hilfreich sein, deine Prioritäten auf dem Weg in deine Komfortzone zu klären. Ein Beispiel. Du könntest bei der Erkundung deiner Wünsche und Bedürfnisse auf den Gedanken gestoßen sein,
dass du gerne ein bestimmtes Auto fahren möchtest. Spüre nun wirklich in diesen Wunsch hinein. Stelle dir vor, wie er erfüllt ist, wie es sich anfühlt, das Auto zu fahren, den Kauf- oder Leasingvertrag dafür zu unterschreiben, welche Auswirkungen das auf dein Leben haben wird, etc. Ruft all dies ein wohliges Gefühl der absoluten Stimmigkeit, der Erfüllung, des Ja, genau das möchte ich, so möchte ich mich fühlen, in dir hervor? Dann wird das visualisierte Auto wohl tatsächlich eine wichtige Rolle auf deinem Seelenweg spielen. Und der Wunsch danach ist vermutlich ein Wegweiser in dein bestes Leben, deine wahre Komfortzone. Oder ist es, wenn überhaupt, ein ganz nett, was du bei deiner Visualisierung fühlst? In diesem Fall ist der Wunsch nach diesem Auto höchstwahrscheinlich einfach nur aufgrund gesellschaftlicher Normen und Vorstellungen von Glück und Erfolg, Stichwort Statussymbole, in dir entstanden, und seine Erfüllung wird nicht wirklich ein effektiver Schritt in deine wahre Komfortzone sein. Viele Menschen haben davon, was sie zu Glück und Wohlbefinden führen kann, bestimmte Vorstellungen im Wortsinne, etwas, das sich vor sie gestellt hat, basierend auf allgemein propagierten Normen, die aber im Grunde die Sicht auf ihren tatsächlichen Weg einfach nur blockieren. Klarheit in diesem Bereich zu erlangen, ist deshalb sehr wichtig, dürfte dir aber nicht schwer fallen. Ganz besonders, wenn du bereits mit der in diesem Buch dargelegten tiefen Erforschung deiner wahren Komfortzone begonnen hast. Du hast in diesem und früheren Kapiteln nun bereits einige hilfreiche Tools für diese so wichtige Forschungsarbeit an die Hand bekommen, und weitere werden folgen. Nutze sie und begib dich voller Freude in das Abenteuer deiner Seele. Lass deine Wünsche und Visionen ab jetzt also ihre Aufgabe in deinem Leben erfüllen und dir dabei helfen, dein wahres Selbst zu erkennen und zu entfalten. Sie geben deinem Leben Richtung und Bedeutung, dienen als Antrieb für dein Wachstum und deine Erfüllung und weisen dir den Weg in dein wahres Potenzial. Indem du dich auf sie konzentrierst und sie bewusst pflegst, auf die Stimme deiner Seele hörst und ihr folgst, kannst du ein Leben kreieren, das im Einklang mit dir und deiner innersten Wahrheit steht. Ein authentisches Leben in der großen Kraft deiner Komfortzone. Ja, das war der letzte Teil von Kapitel 6 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und ich denke, in diesem und den beiden vorangegangenen Videos hast du jetzt ziemlich viele praktische Ideen sammeln können in Bezug auf, wie das eigentlich geht, dass du deine wahre Komfortzone und den Weg dahin findest und betrittst, dass du erstmal Klarheit darüber gewinnst, was eigentlich deine wahre Komfortzone, das Leben, das dir am meisten entspricht, wirklich ausmacht. Und im nächsten Video wollen wir uns einem damit verbundenen, sehr wichtigen Thema widmen, nämlich dem Thema Meditation. Der nächste Abschnitt meines Buches ist dem Thema Meditation gewidmet, weil Meditation ein ebenfalls sehr hilfreiches Tool in Bezug auf das Finden und Betreten unserer wahren Komfortzone ist. Allerdings gibt es auch hier sehr viele Missverständnisse, was das denn eigentlich bedeutet, was Meditation denn eigentlich ist und wie man sie eigentlich richtig in sein Leben integriert. Da wollen wir wieder mal aufräumen mit vielen Missverständnissen und uns anschauen, wie wir denn wirklich dieses Thema für uns nutzen können. Darum geht es im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Und damit du kein Video mehr verpasst und jeden Schritt auf dem Weg deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst mitbekommst, abonniere doch am besten den Kanal. Damit wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und du hilfst mir dabei, den Kanal weiter zu verbreiten und ihm eine größere Reichweite zu ermöglichen. Außerdem, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Auch das hilft dem Kanal sehr und würde mich sehr freuen. Jetzt bleibt mir nur noch, dir, bis wir uns wiedersehen, alles Liebe zu wünschen. Eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl. Bis dann.